draußen die Türme des Kraftwerkes Wedel sehen und weiter hinten am Horizont schon die Containerbrücken der Hamburger Containerterminal. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. So, ich muss mal kurz noch schauen. So, ich hoffe, Bild und Ton sind da. Ja, mal wieder ein obligatorischer holpriger Start. Ich bin auf der Cap San Diego, aber uns kommt entgegen Fairplay 66 mit Conny drauf. Mit Conny, bei mir ist auch Tanja. Ich habe kein Mikro. Ja, ich habe ein Mikro schon wieder kaputt gemacht. Ist nicht in die Elbe gefallen. Ist Nicht kaputt. in die Elbe, habe ich anderweitig kaputt gemacht. So, und da hinten, da haben wir die Fairplay 66 mit Conny. Und wir stehen auf dem Peildeck der Cap San Diego. Also wirklich, ich sag mal, Beste aussichtstechnisch könnte schlimmer sein, oder? Warte, ich kann mal einmal hier uns... Schimmern. Hallöchen. Hallo, moin. Also wir stehen quasi ganz oben, also über der Brücke noch, auf dem sogenannten Monkey Island oder auch Peildeck genannt. So. Ja, und wir hoffen natürlich, dass der liebe Conny vielleicht gleich noch einen kleinen Gruß da lässt. Der ist mit Fairplay 66 unterwegs nach Brunsbüttel. Die waren für ein paar Tage zur Aushilfe in Hamburg. Ja, und ziehen jetzt quasi wieder zurück. Fairplay 66, Baujahr 92, 32 Meter lang, 10 Meter breit. Aktuell mit 9,2 Knoten. Ich glaube, wir fahren auch so mit rund 10 Knoten. Haben wir uns ja gestern schon mal live angeguckt, ne? Genau, gestern waren wir schon mal Sehr drauf. schöner Schleppi. Ja, und wenn Conny gleich durch ist, dann ist Conny auch im Chat. Irgendjemand schreibt gerade Moin Conny. Von mir? Ah ja, Conny schreibt, wir kommen gleich vorbei. Ja. Sehr gut, wir sehen Also, euch. wir sehen euch. Sind ganz oben. Wir sind auf dem Peildeck, Conny. So, ich guck mal, dass ich ein bisschen den Chat hier unter Kontrolle kriege. Du musst ruhig ein bisschen lauter sprechen. Also wir haben nur ein Mikrofon, aber... Ja, ich glaube, die 66 hat gar keine Fifi-Monitore an Bord. Also ich glaube, ansonsten könnte Conny von mir aus gerne hier einmal Das Deck schrubben. das Deck fluten. Was wäre das für ein Spaß? Aber nicht für dich. Ich meine, für dich ja. Ja. Hier oben kommt es nicht hin, aber für die anderen Mitreisenden nicht so witzig. Ja, ich glaube, das wäre für die anderen in der Tat eine kühle Überraschung. Aber was für ein schönes Schiff. Also die Fahrt war heute richtig toll. Also bei bestem Wetter. Ja, nachdem wir die Busfahrt überlebt hatten, das war eigentlich das Schlimmste daran, mit dem Bus-Shuttle nach Cuxhaven dann an Bord gegangen. Und heute, ja, während der Fahrt habe ich erstmal ein paar Fotos gemacht. Crew-Fotos, die ganzen Ehrenamtlichen, die brauchten neue Porträts. Und das haben wir alles gemacht. Deshalb haben wir auch nicht schon eher gestreamt. Und da habe ich gesagt, ja, so circa ab Wedel, das Einlaufen in Hamburg, das können wir eigentlich noch mit draufnehmen. Das wäre eigentlich ein sehr, sehr schöner Stream, aber dann ja, konnte Conny ja wieder nie abwarten und deshalb Der fährt auch wieder einen heißen Reifen, ne? ein Guck's paar dir mal Minuten an. du. näher. Ja. Da kommt die 66. Direkt aus Hamburg, Richtung Brunsbüttel. Ein schöner Schlepper. Ein wirklich schöner Schlepper. So. Ich weiß nicht, ob der uns sieht, wenn du winkst, aber ich mach finde es es einfach mal. gut, dass du winkst. Wie die Queen. Wie sieht er uns? Er hat Adleraugen. Der Natürlich. Guck mal, Conny dreht schon ein. Conny. Schlepperballett. Gibt noch ein kleines Schlepperballett hier. Richtig cool. Ja, die Cap San Diego nicht. Jawohl, Schlepperballett. Sehr cool. Danke, Fairplay. Bester Schlepperkapitän auf der ganzen Elbe. Conny, mein Lieber.
Die Fairplay 66 macht uns gerade am Backbord ein kleines Schlepperballett. Die Schiffe sind extrem manövrierfähig, weil nicht wie andere Schiffe einen Propeller und ein Ruderblatt am Heck haben, sondern eine drehbare Antriebskonte unter dem Rumpf, ziemlich mittig. Damit ist es eigentlich egal, welche Richtung sie fahren. Es gibt natürlich Bug und Heck beim Schlepper, aber Fahrtrichtung kann in alle Richtungen sein und zwar sehr schnell umsteuerbar. Daher sind die Schiffe eben gut manövrierfähig, was sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe auch sein müssen. Auch wir werden nachher Schlepper annehmen, um an unseren Liegenplatz zu manövrieren. Das liegt ganz einfach daran, dass klassische Seeschiffe mit Propeller und Ruderblatt immer schwieriger zu manövrieren sind, je langsamer sie fahren. Je langsamer ein Schiff fährt, desto weniger Wasser strömt am Ruderblatt entlang, desto geringer der Stau wird man nur in Rudernahen, desto geringer auch. Richtig cool von Conny. Das war richtig eine ganz tolle Aktion. Danke. Kriegt natürlich auch noch eine kleine Ansage. Gut, was der Moderator jetzt nicht wusste, die Fairplay 66 hat natürlich einen Voigt-Schneider-Antrieb und keine Propellergondel. Ne? Also Conny natürlich mit Voigt-Schneider unterwegs. Aber das von außen zu erkennen, ist auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, richtig, richtig cool. Richtig, richtig klasse. Ach, guck mal. Niklas ist auch da. Ein Jahr. Jubiläum, glaube ich, oder? Ist da nicht irgendwie auch schon ein Jahr dabei? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass Niklas im Chat ist. Sehr cool. Du kannst uns auch noch mal entgegenfahren, Niklas. Ne? Wenn du jetzt losfährst, dann kannst du eine schöne Begleitung machen. Guck mal, Hansi ist seit 2 Monaten auf dem Fischmarkt. Hansi, ahoi und liebe Grüße schickt er. Dann der Alex, 87, 19 Monate dabei. Er sagt, cooler Livestream und macht weiter so. Gerne, gerne. Mein Hund und ich, die Sandra, 2 Monate Blankenese. Da kommen wir gleich auch noch dran vorbei. Und sie sagt, toll, wie schnell die Cap San Diego die Infos zum Schlepper liefert. Ja, finde ich auch klasse, vor allem, dass sie dann auch geantwortet hat. Ich dachte erst, na, jetzt zögern sie ein bisschen, aber dann haben sie doch noch geliefert. So, linke Hand müssten wir eigentlich langsam nach Wedel reinkommen. Und ich glaube, das ist der Yachthafen Wedel. Ich lasse mich da aber auch gerne... Doch, ich glaube, das ist der Yachthafen Wedel da. Ja, muss ja. Doch, ist er. Doch, das müsste er eigentlich sein. Und dann kommen wir auch gleich da an dem Strandbad vorbei, dem 28 Grad. Und anschließend dann natürlich am Willkommenhöft. Da gibt es dann traditionell wahrscheinlich auch noch mal eine Hupe. Und höchstwahrscheinlich auch die deutsche Nationalhymne. Aber guck mal, Niklas ist auf der Willi unterwegs. Du könntest doch mal deine Passagiere fragen, ob die Lust auf eine kleine weitere Reise haben. Ich glaube nicht, dass da einer Nein sagt. Das glaube ich auch nicht. Ja, wir stehen, also für alle, die jetzt gerade dazugekommen sind, wir stehen hier auf dem Peildeck der Cap San Diego. Haben hier also wirklich einen traumhaften Ausblick. Das Ganze nennt sich Hamburg Süd Gedächtnisfahrt oder Gedenkfahrt. Und die Cap San Diego ist ja schon seit, glaube ich, 5 Tagen unterwegs. Hat mehrere Fahrten gemacht. Freitag ist die abgefahren, ne? Ah ja. Und jetzt geht's. Und da haben wir gesagt, komm, da fahren wir doch mal mit. Haben noch der Crew ein paar Fotos gemacht, ein paar neue Crew-Fotos. Hier hängen unten überall so Steckbriefe. Hatten also eine kleine Aufgabe und haben gesagt, komm, dann streamen wir auch noch die Einfahrt nach Hamburg. Was hältst du davon, wenn wir gleich irgendwann mal unten ein bisschen am Deck rumlaufen, oder? Wir können ja noch einen Moment hier bleiben, aber wir können dann ja auch mal unten so ein bisschen rumlaufen. Aber wir können ja immer wieder hochgehen, ne? Ist ja gar kein Problem, weil ich finde, der Blick ist hier ja Der Blick ist super. Ne? Vor allem, was ich eigentlich auch ganz schön finde, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man hat halt immer so ein bisschen Schiff vor der Nase. Also das heißt, man hat im Prinzip auch so ein bisschen den Blick, als wenn man hier auf dem Schiff wäre, also auf der Brücke. Das heißt, einen ganz, ganz freien, unverbauten Blick, den hat man eigentlich nur, wenn man unten aufs Deck geht. Aber wer will den schon haben? So, da haben wir den Yachthafen in Wedel. Skyjack, ich danke dir für 13 Monate bei Twitch. Danke für deinen Sub. Da vorne kommt das Strandbad, ne? Ja, das ist da in dieser kleinen Bucht. Genau, also das ist auch echt ein, wenn man echt mit dem Auto irgendwie in Hamburg ist, echt ein guter Tipp. Das ist echt nett da. Ja, da kann man auch, ja, man kann parken. Also gut parken wäre jetzt übertrieben. Man kann aber mit dem Auto schon ranfahren. Funktioniert schon.
Na, also da hinten, ja, da ist auch so eine Bucht. Und da kann man auch in den ersten Metern der Bucht relativ safe baden. Das ist, ja, ist zwar Elbe und hat natürlich auch Ebbe und Flut, aber da gibt es so einen Bereich, wo man dann doch recht sicher ins Wasser gehen kann. Ich glaube, das geht da auch gar nicht. Ich glaube, richtig schwimmen kann man da auch gar nicht, oder? Da musst du schon relativ weit reingehen, ne? Da muss man dann schon wieder die Sicherheitszone verlassen. Guck mal, der Pirater Bernie haut einen raus. Und hat heute Geburtstag. Oh! Da sehen Sie ein weißes Haus mit Giebel und schwarzem Dach. Davor ein Signalmast mit der Hamburg-Flagge an der Gaffel. Diese Flagge wird gleich gedippt, also gesenkt und dann wieder vorgeheizt. Das ist ein Groß. Gleichzeitig werden wir auch empfangen mit der Nationalhymne. Die Cap San Diego ist in Hamburg registriert. Es wird also die deutsche Nationalhymne gespielt und das Schiff im Hamburger Hafen willkommen geheißen. Das ist Willkommen Höf, die Schiffsbegrüßungsanlage im Wedeler Stadtteil Schulau, auch bekannt als Welcome Point, so steht es in den Seekarten. Gleich am Backbord können Sie das erleben. Sehr, sehr cool. Ja, Pirater Bernie, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Happy Direkt Birthday. Hier oben schön mit Ausblick heute. Und vielen Dank für die 5,99, Dankeschön. mein Lieber. Sven hat auch 15 € dagelassen für 2 Drinks. Dankeschön. Der ist ja mit der Cap St. Diego von Hamburg nach Cuxhaven gefahren. Ah, er ist in die andere Richtung, ja. Er hat die falsche Richtung gebucht. Ging aber nicht rückgängig zu machen. Und dann haben wir noch Moppelhoppel. Seit 2 Monaten mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich da durchgezoomt bekomme. Ich habe schon wieder ein Deutsch drauf. Irgendwie bleibt der Fokus hier aber an den Seilen hängen. Kann das sein? Auf jeden Fall da im Hintergrund das Willkommenhöft mit dem Anleger am Schulauer Fährhaus. So, jetzt sind wir mal ruhig. Fällt mir ja schwer genug. Nee, Stefan, Kassetten benutzen die nicht mehr. Haben sie aber noch alle da, also die Musikkassetten als Backup. Sehr leise, ne? Ja. Also sehr leise die Hymne. Auf dem Schiff kriegt man da kaum was von mit. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg. Ja, immer wieder cool, das Willkommenhöft. Immer wieder echt klasse.
Also mir kommt das irgendwie vor, als wenn heute Sonntag wäre, aber wir haben ja in Wirklichkeit Dienstag. Aber wenn man hier so bei dem Wetter dann langsam die Elbe rauffährt, Ein Träumchen, würde ich ein sagen. absolutes Träumchen. Also richtig, richtig gut. T. Kerber, danke dir für 17 Monate. Dankeschön. Giorgio, das wird für alle Schiffe ab einer gewissen Größe gemacht. Also diese Begrüßung hier. Ich glaube Schiffe ab 100 Meter. Das weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau die Länge, aber also auch Frachtschiffe. Also alle Schiffe ab einer gewissen Größe werden hier begrüßt und aber auch verabschiedet, wenn sie den Hamburger Hafen wieder verlassen. Was meinst du, sollen wir gleich mal runtergehen? Ich glaube, von der Sicht ist es vielleicht sogar tatsächlich etwas besser, wenn wir ein bisschen an Deck Ja, rumlaufen. klar. Warte, da müssen wir aber kurz mal hier so Technik. Genau, wir müssen den Rucksack gleich auch. Wir stehen nämlich hier quasi direkt am Kompass auf dem Peildeck. Ja. Huch. Das Bein muss darüber, ja. Sonst wäre das nicht. So. So, ich nehme mal den Rucksack und das ganze andere Ja. Getier hier. Ne? So, dann gucken wir mal, ob wir hier ohne großartige Verbindungsabbrüche nach unten kommen. Falls doch, wir sind gleich wieder zurück. Hier der Funkerschloss Also ich würde euch natürlich unheimlich gerne viel, viel mehr vom Schiff zeigen. Brücke und so weiter, Funkraum. Das Problem ist, es sind halt, glaube ich, knapp 400 Gäste an Bord. Und die belagern natürlich auch alle die interessanten Bereiche. Also das heißt die Brücke, den Maschinenraum und so weiter. Willst du den Rucksack gleich einmal wegbringen oder? Wenn du da jetzt nichts mehr draus brauchst, ja. Nee, also das Mikro ist ja eh kaputt, das zweite. Von daher. So, hier haben wir die Rettungsboote. Und hier sind wir übrigens auf dem Pooldeck. Aber ich glaube, das Problem ist kein Bademeister, oder? Was haben Sie mal gesagt, ne? Keine Ahnung. Also irgendwas war, warum der Pool nicht genutzt werden kann. Hier sind wir, glaube ich, auf dem Palava-Deck. Euch geht's gut, ne? Sehr gut. Hier ist die arbeitende Bevölkerung. Der Älteste war. Du kannst ja alle auseinanderhalten. So, wo gehen wir runter? Da, ne? An der Seite gehen wir runter. Kannst du alle auseinanderhalten? Bitte? Kannst du die alle auseinanderhalten? Euch drei kann ich auseinanderhalten. Dafür habt ihr doch Namensschilder. Ah, dafür haben wir gleich dann. Ich werde zu Hause noch mal mit den Fotos von euch üben. Die haben wir aber ausgetauscht. Ja, gut. Wenn ich dich dann demnächst Walter nenne, nicht wundern, ne? Nein, macht nichts verkehrt. So. Jetzt sind wir hier einmal an Deck.
Jetzt sind wir zum Heck. Aber gut, wir können ja mal zum Heck. Können wir Ja, ein wir sind jetzt bisschen schon da. Schraubenwasser gucken. Genau. Wo wir gestartet sind, in Cuxhaven. Also wenn jemand noch mal mitfahren möchte, gibt es denn dieses Jahr noch Fahrten? Ich glaube Das ja. weiß ich gar nicht. Vielleicht kann ja der liebe Sebastian Keine Ahnung. noch mal den Link raushauen. Guck mal, hier ist auch noch mal ein Propeller. Da kannst du dich ja mal zum Größenvergleich nebenstellen. Ich glaube, das ist sogar auch ein Ersatzpropeller für die Cup San Diego. Ja, ich meine ja. Warte mal, hier steht eine Info dazu. Alte Schiffsschraube. Guck mal, letztens hatten wir das Thema Schraube oder Propeller. Hier steht jetzt alte Schiffsschraube. Der hier ausgestellte vierflügelige Propeller der Cup San Diego hat einen Durchmesser von 5,60 Meter. Bei Höchstgeschwindigkeit kann der Propeller auf fast 2 Umdrehungen pro Sekunde. Mit ihm hat das Schiff zusammengerechnet eine Strecke von etwa 50 Erdumrundungen zurückgelegt oder 5-mal die Distanz zwischen Erde und Mond. Wow! Dellen und Haarrisse in den Flügeln erforderten 2006 den Austausch. Also das ist kein Ersatzpropeller, sondern ist im Prinzip der alte. Moin! Und macht sich natürlich auf so einem Museumsschiff dann sehr gut. Wow, das Ding ist echt groß. Ja, das ist echt groß. Und was war das jetzt für ein Durchmesser? 5,60 Meter, glaube ich. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, so ein Propeller von den 400 Meter Containerschiffen hat 10 Meter. Also Wahnsinn, oder? Fast doppelt so groß. Wahnsinn. Ja. Ach, guck mal, ganz aufs Heck können wir gar nicht, weil die hier die Station abgesperrt haben, weil sie da natürlich nachher die Leinen auch festmachen müssen. Normalerweise kann man hier überall hin, aber heute ist hier Geht abgesperrt. ja jetzt hier auch schon los mit den Arbeiten, ne? Guck mal, die bereiten sich schon Ja. auf das Manöver nachher, ne? Ja, es ist ja auch so. Also hier sind natürlich, hier waren die ganzen Leinen vorbereitet. Aber wenn wir jetzt nach Hamburg kommen, werden ja Leinen gar nicht mehr benötigt, da das Schiff ja mit sogenannten Dockschlössern befestigt wird. Die können wir uns gleich auch mal angucken. Die sind ja auf der, jetzt lass mich überlegen, auf der Backbordseite sind die Dockschlösser. Hessenblitz, moin, ich danke dir für 10 Euro. Dankeschön. Ah ja, und hier sehen wir die Leinen. Die werden also immer nur temporär bei Ausfahrten rausgeholt. Normalerweise also in Hamburg werden halt keine Leinen benötigt. Aber du kannst dich mal draufsetzen auf so einen Stapel, dass man da auch mal einen Größenvergleich hat. Ganz nass, das will ich mal nicht machen, ne? Und stell dich doch nicht so an. Aber nimm mal eine in die Hand, dass man mal so Arm. Ja. Ja. Das hat schon ein paar Durchmesser. Klar, dass sie nass sind, die waren ja auch in Gebrauch, ne? So, ich will mal gucken. Irgendwo hier müsste man... Ach, hier ist noch ein Anker. Jannik, von der Elbcam bis Hamburg, ich meine so circa 1,5 Stunden. Ich will mal schauen, ob wir jetzt hier die Dockschlösser sehen können. Ah ja, da vorne sehen wir sie. Müssen wir noch mal etwas näher ran. Ist natürlich nicht so hübsch in der Silhouette. Also gerade wenn das Schiff jetzt von vorne fotografiert wird, dann sieht das nicht so toll aus. Ist aber sehr praktisch, denn so ist das Schiff halt sehr gut gesichert. Auch bei Ebbe und Flut an 2 Dalben und geht halt dann mit den Gezeiten rauf und runter. So, hier ungefähr müsste das. Mal gucken, ob wir hier ungefähr richtig sind. Ja, hier ist das Dockschloss. Da sieht man es einmal. Ja, eins hier und dann noch etwas weiter vorne. Da ist noch ein zweites. Im Grunde genommen nichts anderes als so als so ein Bügel. Da wird das Schiff reinbuxiert mit diesen Bügeln an die Dalben und dann wird das Ganze verriegelt. Schade, dass wir nicht runtergehen können. Das ist auch so interessant, ne?
Ja, es ist so voll, aber hier an den ganzen interessanten Stellen. Wir können jetzt aber noch mal nach vorne gehen, Ja, oder? auf jeden Fall. Dafür müssen wir allerdings wieder einen hoch. Ja. Guck mal, dass wir rechtzeitig da sind, dass wir noch nicht schon. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir hier einmal rum. Mal gucken, ob wir diese coole Bar zeigen können. Ich weiß ja nicht, ob wir einen Empfang haben. Auf jeden Fall nähern wir uns schon Hamburg. Da hinten ist schon Airbus. Welche Bar meinst du denn? Hier den Salon. Ja, der Salon ist so toll, aber ich glaube, da haben wir keinen Empfang. Ne? Aber lieber nicht riskieren, ne? Dann. Wir können es ja mal ausprobieren. Aber Airbus können wir nachher auch noch mal zeigen, wenn wir vorbeifahren. Wir können es gleich mal ausprobieren, ob wir da drin Empfang haben. Na, mein Freund ist da wieder, der Strauß. Ist alles riesig hier. Sind die wirklich so groß? Ich glaube, das ist, Lebensgröße von so einem Strauß. Da kannst du von ausgehen. Das würde ich schon sagen. Gibt es nicht sogar Leute, die darauf reiten? Das möchte ich lieber nicht ausprobieren. Guck mal, Andi, der Sattelschlepper, schreibt, zur Einlaufparade Hafengeburtstag nächstes Jahr ist er an Bord der Cap San Diego. Oh, wie cool. Cool, danke dir für die 5 Franken. Ja, hier auch Leinen, Leinen, Leinen. So, hier haben wir die Anker bzw. die Ankerketten. Der Anker hängt ja außerhalb. Ja. Nein, das ist keine gute Idee für einen Livestream, dass wir auf einem Strauß reiten. Ihr kommt schon wieder auf Ideen, das gibt's doch nicht. Was ich übrigens gestern noch mal erfahren hatte, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einem Livestream erwähnt hatten, aber in Hamburg gibt es ja eine Sonderregelung, da müssen Anker doppelt gesichert sein. Also halt einmal über die Bremse und dann halt meistens noch mal hier über so spezielle Sicherungen. Und das soll angeblich in erster Linie auch sein, weil in Hamburg ja immer die Barkassen ständig vorne unter die Anker fahren. Und deshalb ist es wohl vorgeschrieben, dass die Anker in Hamburg eine doppelte Sicherung haben. Hatte mir Philipp gestern noch mal erzählt. Nein, ihr braucht jetzt auch nicht euch alle zusammentun und finden, dass wir einen Straußenritt machen. Das ist hier keine Demokratie, was solche Entscheidungen angeht. Also auf dem Pferd wäre das So. kein Problem. Da macht Patrick auch eine bessere Figur als ich. Ich glaube nicht dran, aber ist so. So. Das ist doch ein schöner Blick, oder?
schön entspannt ist das, diese Fahrt, oder? Oh, es ist so schön. Das ist echt so also ich kann entspannt. euch das echt nur empfehlen. Das ist so ein tolles Schiff. Ja. Guck mal, es sind auch wieder ganz viele bekannte Gesichter da. Robert Kröber sehe ich, Toni, Anja, Keks, Honda ist da, Dachimi ist da, Hallo Shadow, Andreas, Ute natürlich, Harald, Dr. Oskar Behrens, Familie Iversen. Moin ihr Lieben. Ganze Runde wieder vereint hier. Sag mal, habt ihr alle keine Arbeit? Sag mal, haben wir eigentlich auch einen Geburtstagshorn hier an Bord oder kannst du das heute nicht abspielen? Musst du den Kapitän fragen. Ich dachte, du bist der Kapitän hier im Livestream. Nein, aber ja, ich habe auch ein Geburtstagshorn. Weil der Bernie bekommt ja eigentlich Ach, eins, stimmt, weil der ja ne? Geburtstag hat. Das Dann halt doch hatten mal die wir Kamera. hier in der ganzen Hektik nicht vergessen, aber ein bisschen nach hinten geschoben. Und natürlich für alle anderen, die heute Geburtstag haben oder gestern hatten. Dann sage ich mal Happy Birthday. Haha, Andi. Bei 50.000 Kobern und bei 100.000 ein Straußenritt ist fair, finde ich. Das Problem ist, wo kriegt man hier einen Strauß her, auf dem man reiten Sag kann? nichts mehr. Der Chat kriegt irgendwo einen her. Ich sag's dir. Vielleicht so einen ferngesteuerten. John Doe, 17 Monate dabei. Ahoi, mein Lieber. Dankeschön. Danke. Oh, Robert Kröber, 10 Mitgliedschaften. Danke. Danke, Robert. Dankeschön. Und Michael, der Bierbrauer, ist jetzt neu auf dem Fischmarkt dabei. Moin, mein Lieber. Willkommen. Also was ich nicht verstehen kann, ist, wie man mit einem Kreuzfahrtschiff in Hamburg einlaufen kann und dann noch pennt oder frühstücken ist. Egal welche Uhrzeit. Soll es ja geben. Aber so habe ich Airbus auch noch nie gesehen. Also aus dieser Höhe. Ja, und da ist das Airbus-Werk. Man sieht auch wahrscheinlich gleich noch ein paar von den historischen Flugzeugen. Die haben ja da so einen kleinen Park, wo ein paar alte Flieger stehen. Unter anderem, glaube ich, auch ein Super Guppy. Aber es sind echt einige Schiffchen unterwegs hier bei dem Wetter, ne? Es sind uns ja auch eben schon ein paar entgegengekommen. Die Atlantic Sail, Conroe Frachter ist uns entgegengekommen. Die Anina hat sich Anina. ein richtig schönes Hornbittel geliefert hier mit der Cap San Diego, weil ein Besatzungsmitglied hier oder ein Ehrenamtlicher, der fährt da drauf. Haben wir vorhin gerade erfahren. Ja, cool. Und eine MSC war, glaube ich, auch noch. Seid ihr jetzt live drauf? Wir sind live, ja. Kann ich ja gar nicht gucken. Aber da bist ja live dabei. Aber du bist ja live dabei. Stimmt. So viel besser. Ist doch viel besser. Der Hamster fragt, wie das Wetter für uns alle am Sonntag auf der Schar hören wird. Ich habe Ja, keine gut. Ahnung, aber Ich meine, wenn wir da an Bord sind, dann kann das nur gut werden. ich sag mal, wenn es von oben regnet, könnt ihr alle in den Maschinenraum gehen, könnt ihr ein paar Kohlen schaufeln. Dann wird euch auf jeden Fall warm. Ich dachte, das waren Ben und Schwester Hansen machen. André Kruska, 23 Monate, herrliche Bilder. Danke, André. Dankeschön. Oh, guck mal, das Treppenviertel können wir an die auch mal zeigen. Oh ja, andere Seite, schnell rüber nach Backbord. Soll ich fragen, ob wir drauf dürfen? Zum Filmen? Ja, aber ich glaube, die haben wir nicht fotografiert. Die kennen uns nicht, die Jungs. Ich kann aber trotzdem fragen. Ja, kannst ja mal fragen. Kannst ja sagen, wir kommen von Gesa. Bitte? Ja, immer fragen. Ein Stück zu ihm dürfen, weil da so viele Leute stehen. Das ist auch alles mit Gesa abgesprochen. Wir waren auch schon
Ja, also wir stellen uns nur da vorne, ganz vorne hin. Toll, danke. Wir dürfen. Tanja macht das alles klar. So, willst du mal soll ich halten? Komm mal her. Nee, geh mal. So. Guck mal, jetzt haben wir hier das schöne Treppenviertel. So. Ja. Absolut, kann ich total verstehen. Ja, oben auf dem Berg, also der Berg, das ist der Sühlberg, oder? Ja, Also den man jetzt hier mittig sieht. wo das Türmchen ist. Genau, da ist auch, glaube ich, Hotel, Restaurant oder nur Restaurant? Nee, nur Restaurant. Okay. Und ich glaube, ist das Treppenviertel nicht auch, sind das nicht früher Kapitänshäuser Ja, gewesen? ganz- Kapitäns- ja, ja. und Lotsenhäuser? Also es ist auch immer ein Ausflugtipp. Also es ist so schön, da durchzugehen. Ich meine, haben wir ja auch schon ein paar Mal gestreamt, ne? Einmal. Hast du es nicht Mit Ben. zweimal? Hört ihr nicht schon? Ihr wart schon zweimal da. Einmal hat gereicht. Die Treppen rauf. Einmal hat gereicht. Das ist nicht so was für euch Klopse da, ne? Hoch und runter. Naja, also Ben, glaube ich, ist da etwas fitter als ich. Oh, Straußensteg ist gut. Und hier unten, Gleich kommt ein Anleger ins Bild. kann man auch ganz gut sitzen, sind Restaurants. Oppenbullen nennt sich das. Ist nicht ganz so kostengünstig, sag ich mal, aber Es ist Ja. Blankenese Preisniveau, muss man leider so sagen. Aber sehr, sehr schön da auf dem Anleger zu ja, also der sitzen. Blick und also das ist wirklich toll. Jedes Schiff über 90 Meter Länge ist ja auf der Elbe Lotsenannahme pflichtig. Man braucht 3 Lotsen, um von der Nordsee nach Hamburg zu kommen. Der Seelotse, der bei Tonne Elbe an Bord geht, 50 Kilometer vor Cuxhaven und das Schiff bis Brunsbüttel bringt. Dann übernimmt der Elblotse und hier im Bereich des Hamburger Hafens dann der Hafenlotse. Am Steuerbord taucht gleich auf, das ist ein Lotsenversetzboot. Unser Hafenlotse, Herr Kühn, kommt an Bord. Unser Elblotse, Herr Rüdiger, ist dann mit Dank entlassen. Jo, da kommt das Lotsenboot. Und hier haben wir auch gleich schon Airbus im Blick, ne? Genau, im Hintergrund dann Airbus. Sehr zu empfehlen, die Werksführung da. Haben wir letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr, ja. Montafon, danke, danke. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Eifel wäre an einer Immobilie interessiert, ja. Ja, Interessiert wäre ich es auch, ja. aber an der Finanzierung bist du nicht interessiert. Ne? Nein, überhaupt nicht. So, schau mal, da kommt Lotse 2 mit einem wunderbaren Drift an die Steuerbordseite. Allerdings sind wir hier jetzt vorne, das Schiff läuft ja vorne sehr spitz zu. Das heißt, der wird wahrscheinlich gleich ein bisschen aus dem Bild sein, wenn er hier an die Bordwand geht. Ach komm, wir laufen da mal schnell hin. Lotse begrüßen. Soll ich das mal? Einmal schnell hin. So, mal gucken, ob ich hier weit genug bin. Einfach mal aus einer anderen Perspektive. Alles gut, passt schon.
Es fasziniert, wie schnell das geht, oder? Ruckzuck sind die hier an der Bordwand. Jetzt natürlich erstmal Ablösung, das heißt, der Hafenlotse kommt an Bord, dann quatschen die oben kurz, lösen sich ab und dann geht der Elblotse von Bord. Es sei denn, kann auch sein, dass der Elblotse mal mitfährt bis nach Hamburg. Aber es sieht nicht so aus, weil das Lotsenboot wartet da. Können wir mal gucken, ob wir noch etwas näher rankommen. Ich glaube, hier ist ganz gut, oder? Wobei hinterm Boot wäre, glaube ich, vom Licht besser. Komm, gucken wir mal, ob wir schnell hinter das Lotsenboot kommen. Oder einfach übers Lotsenboot. Oder so. Oh, wir haben gerade, glaube ich, kein Netz. Oder? Doch. Haben wir Aussetzer? Nee, eigentlich müsste es funktionieren. Ja, ja, nee, das bei Anja ist ein lokales Problem. Wasserburg ist mal wieder von der Außenwelt abgeschnitten. Aber ihr wisst, dass ihr mich mit sowas immer gleich nervös macht. So, jetzt kommt der Lotse. Ich glaube, der hat auch einen Aspiranten dabei. Da startet noch gerade ein. Ich sehe es gar nicht. Oh, das ist so ein fieses Gegenlicht. Nee, heute sind wir. Den habe ich jetzt nicht richtig drauf bekommen, den Melur.
die Leiter wird auch nicht mehr benötigt. Die holen sie auch gleich hoch. So, und hier sind wir jetzt noch mal bei Airbus. Da sieht man den Super Guppy. Der Vorgänger vom Beluga. Soweit ich weiß, war der aber noch auf Basis von einem Boeing-Flugzeug. Ja, das hatten Sie bei der Werksführung erzählt. Ja. Ja, und so langsam kommen wir dann gleich zur Start- und Landebahn von Airbus. Und dann Bubendeiufer und dann sind wir schon fast in Hamburg. Ja, Spaß auf die. Wollen wir vielleicht gleich mal auf die andere Seite, haben wir ein bisschen mehr Schatten. Ja, können wir machen. Hier mal ein Blick in die Luke oder eine der Luken. Oh, da kommt schöne kühle Luft hoch. Eigentlich hätte ich gedacht, dass da unten warm ist. Fahren wir ja theoretisch heute direkt am Bojenmann vorbei, ne? Genau. Gleich kommen wir erstmal nach Teufelsbrück. Ja, Schlepper, weiß ich gar nicht, bei der Cap San Diego, also die, ich denke mal irgendwann so ab, wenn wir am Bubendeiufer vorbei sind oder so. Kann das sein, dass uns da ein schöner Bulker entgegenkommt? Jo, Der müsste uns doch gleich hier auf unserer Backbordseite passieren. Schöner, fetter Bulker. den nehmen wir noch mit, oder? Kann man auch schon sitzen da unten? Weißt du, wie der Laden heißt? Oh, keine Ahnung. Wie heißt denn das noch? Ist das nicht auch ein Ableger von Brücke 10? Ach nee, der ist weiter, nee, das ist weiter rechts noch. Da muss man noch ein Stück weiter. Und da oben ist ja das Jakob, Hotel Jakob mit der sensationellen Terrasse. Das Louis C. Jakob. Ja. Ist auch nicht wieder ganz so preisgünstig. Aber der Blick ist auch toll. Oh, ich glaube gleich, der Bulker, das wird schön. Da sind wir schön dicht dran. Die Ellie Lady, danke fürs Raussuchen, mit 248 Meter Länge. Ja, das ist schon ein bisschen ordentliches Ding. Ja. Achso, hier kann man auch noch mal das Dockschloss sehr gut sehen jetzt. Not hübsch, aber praktisch. Und dann kommt gleich Teufelsbrück. Wenn man nach Teufelsbrück möchte mit der Fähre, dann muss man umsteigen in Finkenwerder. Da gibt es dann noch eine Fähre, die pendelt immer Teufelsbrück, Rüschpark, Finkenwerder. Aber ich fährt nicht so lange. Also wenn ihr da wirklich mal mitfahren wollt, guckt auf die Uhrzeiten. Ich glaube, die fährt abends nicht mehr so oft und auch nicht so lange. Ist das die 63? Also auswendig weiß ich das nicht.
Tony, thank you. 10 euros. Great way to arrive in Hamburg. Yeah, absolutely. Thank you. Ah, hier schreibt jemand Tanker. Ist das ein Tanker? Kein Bulker? Tatsächlich. Oh, ist ein Tanker. Ich dachte nur von weitem ist groß, ist Bulker. Ist ein Tanker, sorry. Gucken, ob ich jetzt hier erkennen kann, welche Linie das ist. Ich glaube, die Anzeige ist aus. Sie fährt 64 ist das. wird 64, hier schon okay. im Chat geschrieben. Alles klar. So, jetzt kommt der Tanker. Macht er voraus einen seltener Anblick. Tanker sind zwar auch normalerweise Gäste im Hamburger Hafen, aber nicht diese Größe. Normalerweise laufen Tanker von den Offshore-Feldern der Nordsee Hamburg an. Dieser Tanker, die Elolödi, ist gerade entladen worden und geht als nächstes nach Rotterdam für neue Ladung. Zum Glück ist er entladen. Dann sieht man den Bug viel schöner. Schönes rotes Schiff. Ja, absolut. Wow, toll in dem Licht. Den Halunda-Jet haben wir übrigens heute Vormittag auch gesehen, als er angelegt hat in Cuxhaven. Ja. Na. So. Ja, jetzt können wir noch mal einen kurzen Blick nach Teufelsbrück rüber gucken. Und weißt du, was man da auch gleich sieht? Kann man ja sonst auch nicht so gut erkennen. Der neue ist das ein Fernwärmetunnel? Ja, da Baustelle, kommen wir gleich, guck da wo der Kran ist, oder? Ja. Nein, am Bojenmann sind wir noch nicht vorbei, Ursi. Noch nicht. MacGame, ich weiß nicht, welchen Schlepper wir bekommen. Also Cap San Diego wird gerne auf jeden Fall von Fairplay 94 gemacht. Ob Peter dabei ist, kann natürlich sein. Wir können jetzt natürlich mal rüberschauen. Da ist ja gleich das Bubendei-Ufer. Beziehungsweise jetzt kommen wir erstmal zum Seemannshöft. Das ist ja die Lotsenstation.
hier auf der Ecke. Ich glaube, die Hamburg Linesmen sitzen da auch drin. Und noch ein, zwei andere Unternehmen. Und dort, was wir meistens vom Bubendeier Ufer auch nicht aussehen können, da wo die Fähren liegen, das ist der Anleger Finkenwerder. Also die Cap San Diego ist einfach so schön. Also muss halt sagen, mit diesen ganzen Aufbauten, auch hier, also hier der ganze Brückenaufbau, ne, wo auch die ganzen Wohnbereiche drin sind, wie toll wie das geschwungen ist. Ne? Also so eine schöne runde Form, ganz oben das Peildeck, toll beflaggt haben sie. Also es ist einfach ein richtig schönes Schiff. Also ich kann auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid, guckt euch die Cap San Diego an. Ihr könnt hier wirklich rumlaufen. Hier ist ja wirklich, kannst du ja überall rein. Und es gibt immer Ausstellungen. Also jetzt im Moment läuft hier auch eine Ausstellung. Tja, Ja, da ist aber gerade keiner, der da streamt am Bubendeier Ufer. Ja, hier ist die nautische Zentrale, dann der Anleger für die Lotsenboote. Da hinten haben die noch so einen etwas höher gelegenen Übergang zum Anleger. Der ist halt wirklich für ganz extremes Hochwasser. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt. Der ist hier irgendwo zwischen. Auf jeden Fall winkt jemand am Bubendeier Ufer. Wer ist denn da? An die Besatzung, bitte in 10 Minuten klar fahren und achtern, in 10 Minuten klar fahren und achtern. Ach, guck mal. Ulrich Bach hat heute auch Geburtstag. Ah. Ein Geburtstagshorn. Oh, Guck mal, die sind da am Streichen. Siehst du das? guck mal. Aber ruft jemand deinen Namen? Hallo, moin! Wer ist denn das? Guck mal, siehst du, dass die Poller da am Streichen sind? Ich kann da im Moment gar nicht hin. Die eine Hälfte vom Bubendeier Ufer ist abgesperrt, da wo ich immer stehe. Wink doch mal. Ja, ich winke doch. Ich muss doch gerade gucken, was da los ist mit meinem Anleger. Guck mal nach, was da los ist an unserem Anleger. Nein, die streichen, ne? Ja. Die scheinen die eine Seite zu streichen, das ist gerade abgesperrt. Sehr cool. Was für eine Begrüßung. Müssen wir mal ein paar Tage Bubendeier Ufer Pause machen. Hier kommt die Lufthansa-Technikfähre. Wo ist der Niklas eigentlich? Niklas ist doch auf der Willi, Ja, oder? aber den wollen wir ja auch mal sehen. Aber wer stand denn da jetzt am Bubendeier Ufer? Wer da stand, schau doch mal in den Chat, vielleicht finden wir das raus. Andreas Brandt, danke dir für 5 Monate. Ja, und nochmal die Info, Teufelsbrücke ist die 64. Danke, danke. Sascha Antebortas, 18 Monate. Toller Stream wie immer. Grüße aus Düsseldorf. Danke dir. Und Chase, danke für 2 Euro. Ach, Niklas macht wohl Pause in Finkenwerder. Ja, so. Ah, okay. Ja, stimmt. Wenn da Brigitte gestanden hätte, dann hätten wir das gehört. Das hätte dann gepfiffen ein bisschen. Also, wollen wir jetzt noch mal Schlepperbrücke gleich zeigen? Ja, auf jeden Fall. Nochmal ein Abschiedsbild von Fairplay 95. Schnief, schnief. Keine Schleppercam mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es im letzten Stream mitbekommen habt, aber der liebe Philipp geht zu den Lotsen nach Bremerhaven. Oh, der Bojenmann. Oh, der ist da, oder? Nee, ich glaube, der braucht noch ein bisschen.
Guck mal, Brigitte ist auch da. Sie schreibt, sie hätte gepfiffen ohne Ende. Ja, es wusste ja auch keiner großartig, dass wir hier heute mitfahren. Denn es war ja jetzt auch nicht hundertprozentig klar, ob wir wirklich einen Stream machen werden. Weil wir ja erstmal die Fotos gemacht haben und dann dachte ich mir, es ist auch mal ganz schön, wenn ich mit Tanja so eine Aktion mal genießen kann. Also vorhin ablegen und bis wir dann angefangen haben mit den Fotos, haben wir einfach nur an Deck gesessen und geglotzt, so wie sich das gehört. Da vorne Strandperle, auch immer schön. Richtig was los. Also die roten Schirme, das ist Strandperle, die blauen, weiß ich gar nicht, wie der Laden heißt. Katrin schreibt gerade, er ist wach geworden. Dann sag ich mal moin. Ja, moin. So, da ist der Bojenmann. Hinter der Boje. Tonne heißt es ja eigentlich. Das ist ja eine Fahrwassertonne. Und dahinter der Bojenmann. Ja, ich überlege gerade, war dahinter das Gebäude? War da nicht früher ich meine, das war da irgendwo. Und dann als nächstes Övelgönne. Oh, auf der anderen Seite haben wir natürlich Containerschiffe. Was machen wir denn jetzt? Man weiß gar nicht, wo man hinfilmen soll. Ne? Da haben wir Containerschiffe. Ach, Containerschiffe haben wir immer. Hier so ein bisschen die Gegend zeigen, finde ich, glaube ich, heute mal ein bisschen spannender. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir nach Övelgönne. Da ist der Museumshafen. Elbe 3 liegt hier, das alte Feuerschiff. Ganz viele Museumsboote. Die Stettin ist gerade nicht da. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell ist. Dann liegt da noch ein Schwimmkran. Im Hintergrund seht ihr das Augustinum. Da vom Dach haben wir auch schon ein paar Mal gestreamt. Das ist eine Seniorenresidenz. Ich glaube, mittwochs und samstags kann man da Ja, ich glaube, frühstücken oder Kaffee, ich glaube, das- Kaffeekuchen. Die haben jetzt doch noch ganz andere Öffnungszeiten. Wir müssen da nochmal nachschauen. Brigitte wusste das. Es ist einfach so. Es gibt immer Menschen, die müssen sogar gegen so ein Schiffshorn anschreien. Ich sage nur Home of the Horn. Und jetzt kommen wir zu der neuen Schlepperbrücke. Hier ist alles voll mit Schleppern. Hier haben wir die ganzen Boluda-Schlepper. Dann liegt da die Branddirektor Westphal. Im Hintergrund sehr schicke Bürogebäude mit sehr schönen Balkonen. Ich glaube, in einem der Gebäude drehen sie auch immer DSDS. Und dann haben wir da Michel. Und ganz am Ende liegen dann Fairplay 96 und 95. Ich glaube, die Fairplay 11 liegt da noch. Peter könnte da noch zwischen liegen. Wo ist denn die von gestern abgeblieben? Das war Fairplay 11, die du meintest, oder? Was meinst du denn mit die von gestern? Die wir gestern noch gesehen haben, die gar nicht so oft da ist. Ist das 11? Ja, das ist die 11. Ah ja. Weil die war auch sehr schön. Ach, das ist gar nicht Peter, das ist VB Perfect. Also Peter wartet ja wohl auch schon auf uns, hatte eben jemand geschrieben.
Jo. Haben wir die Schleppis auch gezeigt. So, wo? Auf welcher Seite bleiben wir denn? Ich glaube, wir gucken jetzt noch mal rechts rüber, oder? Ja. Mosebraun. Ja, auf du. Ich hatte mein Auto war Und dann sagt sie, ja, ich habe gar nicht, das ist genauso, ich habe gar nicht geschlafen. Kleiner Beifang. Ja, da werden noch ein paar Schuten durch die Gegend geschoben. Da hinten in Köhlbrand ist gerade was reingegangen. Also das hier, wo wir gerade vorbeifahren, das ist die Einfahrt zum sogenannten Köhlbrand. Da geht es dann, wie der Name schon sagt, unter der Köhlbrandbrücke hindurch. Und vorne auf der Ecke haben wir den Pegelturm. Das ist das Köhlbrandhöft. Aktuell haben wir ablaufendes Wasser, es ist Ebbe, 1,64 Meter. Man sieht das auch ganz gut hier bei dem Schlepper, der hier die Schute schiebt. Also man sieht, wie der richtig gegen die Strömung ankämpft. Also da ist schon, müssen schon ordentlich drücken. Dominik ist, glaube ich, im Chat. Er sagt, uns kommt eine schöne Fähre entgegen. Kann ja nur seine sein, ne? Die Frage ist welche und die Frage ist auf welcher Seite. Genau. Wo fährst du denn? Gucken wir doch mal. Vielleicht andere Seite? Also wenn, dann passiert er uns wahrscheinlich an der anderen Seite. Wollen wir mal rüber? Können wir? Wir können auch hier lang gehen. Na, das war bestimmt Dominik, den wir gerade gehört haben. Zu spät. Ach, jetzt haben sie vorne ganz abgesperrt. Ja, für das Manöver. Da müssen wir doch außen rum. Ja, das war höchstwahrscheinlich Dominik, der da gehupt hat. Dominik, kannst du noch mal zurückkommen? Ja, 270 kW. Das heißt, das schnellste in 100 kW. Da ist die Blankenese, vielleicht ist das Dominik. Hat er geschrieben, wo er ist? Alles noch da. Ein wirklich schönes Panorama, das man bei Uli fragt, wie tief die Fahrrinne ist bei einem Pegel von 1,46 Meter. Also diese Pegelanzeige musst du immer auf den mittleren Wasserstand draufrechnen. Dieser mittlere Wasserstand oder das mittlere Hochwasser ist in den Seekarten verzeichnet. Also wenn da irgendwo in der Seekarte steht, hier ist es 10 Meter tief, dann ist es da aktuell dann 11,46 Meter, wenn am Pegelturm 1,46 steht. Also es ist im Prinzip immer halt die Differenz, die sich dann durch Ebbe und Flut ergibt. Der ist auf der Altona. Ah, okay. Anja, wir hatten das Geburtstagshorn eben schon. Schon 2 Stück, glaube ich, oder?
Nee, eins hatten wir. Ein Geburtstagshorn hatten wir schon. Aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch. Ist das nicht ein tolles Panorama? Da hinten ist die Seemannsmission, Holzhafen, unser ehemaliges schönes Büro. Ja. Guck mal, was da noch kommt. Die Borkum kommt da. Ja. Danke. Dass ihr hier gerade seid, cool. Peter und VB Saturnus warten wohl auf uns. Also doch nicht die 94. Ja, genau. Genau, das Gin Hotel ist hier nochmal. Kann man das auch einmal von außen sehen. Oben mit der Dachterrasse. Das war eine coole Aktion von den Kollegen. Kaffee und Fischbrötchen. Also Dominik ist wohl in Kölbrand gefahren. Also der fährt dann wohl die, was ist das? Das ist die Pausenfähre. Genau. Ja, die steht immer unter Wasser. Russische U-Boot. Fischauktionshalle mit dem Fischmarkt, der, wenn kein Fischmarkt ist, als Parkplatz genutzt wird. Dann haben wir da das alte U-Boot U434. Kann man auch besichtigen, ist ein Museum. Und dann kommt quasi hier der Haddock-Anleger. Home of the Fähren. Ich finde, die Haddock hat die schönsten Poller, oder? Ja. Schön bunt. Schöne bunte Poller. Aber wenn die da am Bubendeiufer am Streichen sind, ne, dann wollen die bestimmt auch noch die andere Seite streichen. Muss ich vielleicht wirklich mal ein paar Tage warten. Aber vielleicht musst du dann einfach mal abends mal mit Pinsel und Eimer dahin und das selber machen. Dann freuen die sich und ziehen wieder ab. Haddock ist bunt. Jawohl. So wie die Willst du ein Schiffe. Stückchen mal zur Seite. Die reden so laut hinter uns. Vielleicht ist das Ja. ein bisschen besser vom Ton, Okay. Ja. wenn das geht. Bremen hatte mal 6 Und hier kommen wir jetzt zu der alten Schlepperbrücke. Also das war ursprünglich halt die Schlepperbrücke und da gab es eine neue Schlepperbrücke. Da sind aber, glaube ich, nur 4 Liegeplätze. Und das hatte Philipp gestern auch noch mal erzählt. Teilweise haben sie das Samstagabend, müssen sie das alles verriegeln und verrammeln, weil da sonst irgendwelche angetrunkenen Leute anfangen, auf den Schleppern Oh rumzuklettern. nee, ne? Ja, ist ja schön so ein Schlepper, ne? Finde ich auch. Mit so Also, einem kleinen Glimmer. Du, also ich kann das verstehen. Betrunken auf dem Schlepper klettern ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, das ist so abwegig. aber bitte nicht nachmachen.
Ja, und jetzt kommen dann die Landungsbrücken. Die Brücken sind ja alle durchnummeriert. Die letzte hier hinten ist die Brücke 10. Da befindet sich dann auch die Fischbrötchenbude, Brücke 10. Das sind sehr gute Fischbrötchen, also sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, nicht die besten. Also da gibt es noch mal so 1, 2 Buden, die noch mal so einen Tacken besser sind, aber die sind auch schon gut. Also Brücke 10 ist auch schon sehr lecker, da kann man echt gut hingehen, wenn man an Landungsbrücken ist. Also das ist jetzt kein Touri-Nap. Ja? Also Landungsbrücken würde man ja denken, ist immer so ein bisschen Touri-Falle. Nee, also Brücke 10 hier, da der Bereich, kann man echt gut hingehen. Als die dann so Aachen so 13 und dann hier runter so und jetzt Straße. Dann auf der linken Seite seht ihr das Empire Riverside Hotel, der schwarze Turm. Auf der rechten Seite ist der Astra Tower, also quasi der neue Astra Tower. Und in der Mitte das Bernhard-Nocht-Institut. Und rechts daneben kommt dann gleich das Gebäude vom Deutschen Wetterdienst, vom DWD. Also da oben, hier stehen wir immer, zum Beispiel beim Hafengeburtstag oder Cruise Days. Dann das nächste Hochhaus hier mit diesem roten Turm, das ist das Atlantikhaus. Und unten mit der Kuppel seht ihr den Eingang zum alten Elbtunnel. Hier auch wieder ein Radarturm an den Landungsbrücken. Dann haben wir den Michel da im Hintergrund. Hier, das ist der Stintfang. Auch ein schöner Platz, da hatten wir, glaube ich, ein paar richtig gute Sonnenuntergänge im Frühjahr. Ja, das war richtig gut. Ja. Hier der Pegel St. Pauli, der Pegelturm. Die alte Pegelanzeige ist ja im Hafenmuseum und ist synchronisiert. Also das heißt, der Pegel, der hier wirklich ist, den findet man dann auch gespiegelt im Hafenmuseum. Ja, und jetzt müssen wir natürlich gedreht werden. Da ist die Einfahrt. Hier. Wir müssen da an die Innenseite und dann quasi vor die Überseebrücke. Dafür werden wir jetzt gedreht, rückwärts rein, weil die Dockschlösser sind natürlich hier auf der Backbordseite. Und mit denen werden wir dann festgemacht. Ich weiß gar nicht, ob dafür auch die Linesmen kommen, Tja, um das Dockschloss zuzumachen. Oder ob jemand von Bord runtergeht und das zumacht. aber das werden wir noch rauskriegen. Das werden wir rausfinden. Soll ich mal nach deinem Rucksack noch mal gucken schon? Weißt du, wie lange der im Laden aufhaben will? Ach so, ja, das kannst du natürlich mal machen, dass du den hier mit hinholst. Jester, ich danke dir vielmals für dein Prime Sub. 2 Monate schon. Danke. Warum heißt es Landungsbrücken, ist hier die Frage. Gute Frage. So ganz sicher bin ich da auch nicht, aber die logische Erklärung ist ganz einfach, dass das hier also hier wurde angelandet. Hier haben die Schiffe angelegt und von da aus konnte man dann an Land gehen. An der Überseebrücke fahren jetzt noch einige wenige 100 Meter weiter geradeaus vor dem Amerika-Ölsteckerentlang und sind wir voraus. Hier wir dann fahren zurück zur Überseebrücke und gehen dann rückwärts auf unseren Liegeplatz. Wir können nur mit der Backbordseite an unserem Liegeplatz anlegen. Mal an der Bordwand Backbord runterschauen, sehen Sie vor und hinter den Aufbauten die rechtswinklige Stahlkonstruktion, die da auf der Bordwand ragt. Das sind sogenannte Dockschlösser, die Haltepfähle umschließen. Und an diesen Haltepfählen kann die Kapitän Nigo sicher befestigt, wenn die Zeit liegen bringt. Also die bessere Art der Schiffssicherung als klassischen Haus. Hat allerdings den Nachteil, dass wir dann am Ende
Steuerbord legen kann und eben hier zu Hause bei uns an der Überseebrücke immer mit der Bankautomatik anlegen können, deswegen also wir nicht direkt an unseren Stand heranfahren. Bei den Manövern, die jetzt folgen, hören Sie nicht mehr viel von mir, denn hier ist auf der Brücke Konzentration. Wir müssen hier erst drehen mit Schleppern und dann mit ihren Liegeschaften manövriert, aber diese Topfschlösser genau die Haltefehler umschließen. Das heißt, Kapitän Sölder Möller und unser Hafenlotse Robert Kühn, die würden jetzt mit einem 1000 Tonnen schweren Schiff, 160 Meter lang, auf wenige Meter genau manövrieren. Und es gibt noch eine kleine Rundfahrt zur Elbphilharmonie. Achtung an die Besatzung, wie er noch seine Hotelzimmerschlüssel nicht abgegeben hat. Wir mögen es nicht versuchen, ihn zu während dem Raum. An die Besatzung, die Hotelzimmerschlüssel mit uns umgehend abgeben. Ja, Sebastian Kolzer hat es auch nochmal rausgesucht. Landungsbrücken, Bedeutung ist halt eine Anlage für Schiffe mit Verbindung zum Ufer, über die die Personen dann zum Schiff gelangen können. Was man halt bedenken muss, die Elbe ist halt den Gezeiten ausgesetzt. Und die Landungsbrücken selbst, die schwimmen. Das heißt, die gehen dann mit Ebbe und Flut rauf und runter. Und dann gibt es halt immer eine Brücke rüber. Hier sieht man das Ganze nochmal in klein. Hier an diesem Fähranleger Elbphilharmonie. Der Fähranleger selbst schwimmt auch. Und dann gibt es eine Brücke. Und ja, diese Brücke, je nachdem ob Ebbe oder Flut ist, steht die mal steiler oder teilweise fast waagerecht. Genau das gleiche am Bubendei-Ufer. Und bei den Landungsbrücken, da ist es halt eine sehr, sehr große Konstruktion mit insgesamt 10 Brücken. Wobei ich glaube, eine fehlt nicht bei den Landungsbrücken, eine Brückennummer. War da nicht was, dass eine Nummer fehlte? Also, dass die gar Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ist das Brigitte? Das pfeift wie verrückt. Ich höre was lautes Pfeifen. Aber ich glaube, Brigitte ist gar nicht am Hafen. Aber heute kann sich tatsächlich niemand über zu wenig Hörner beschweren. Nein. Schwester Hansen ist da. Diggi, Ben ist auch da. Mensch, cool. Ben. Schön. Ach, guck mal, Ben hat noch eine interessante Info. Ganz zu Anfang hat man an den Landungsbrücken die Kohle an Land gebracht. Da dies auch eine gewisse Brandgefahr darstellte, hat man die Anlegestelle oder Anlandestelle ins Wasser verlegt. Auch interessant. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung Hafen City. Da ist das Unilever-Gebäude, das ist dieses hier. Und dann ein Stückchen weiter kommen wir dann langsam irgendwann, wenn wir ums Eck gehen, zum neuen Cruise Center und dahinter dem Westfield. Ganz am Ende, ja, das wahrscheinlich berühmteste nicht fertiggestellte Hochhaus Deutschlands. Tillöde Olaf. Ja, Ben schreibt es auch noch mal. Brücke 7 oder 8 ist das, die fehlt. Da ist jetzt ein Restaurant anstatt Brücke. Da fehlt aber nur eine Brücke. Also das heißt, von den Abständen her würdet ihr da, glaube ich, immer noch hinpassen. Ne? Bernd, Dankeschön. 20 € Superchat. Party für das kurze Treffen in den Herrenhäuser Gärten und den gelungenen Adrenalinstream des Feuerwerks. Bernd, Dankeschön. Ja, das Feuerwerk war echt klasse. Das war echt klasse. Ja, genau. Nein, der Olaf hat keine Schlagseite. Es gab wohl nur, es gab wohl irgendwelche angeblich Setzungsschäden. Das heißt, durch das Gewicht des Gebäudes, das hat sich wohl irgendwie teilweise auf die Bahntrassen ausgewirkt.
Der letzte Stand, den ich gehört hatte, war aber, dass das immer noch innerhalb der geplanten oder avisierten Toleranzen war. So ganz hundertprozentig genau kann ich es euch leider aber auch nicht sagen. Ja, aber das ist doch nicht schön. Ja, jetzt sieht er. Dennis fragt, wann kommt die Cup circa? Ja, Dennis. Ich würde mal sagen, sie ist nah. Da kommt die Cup San Diego. Mit dem Schlepper Peter. Es werden auch hier die kleineren Schlepper eingesetzt, hinten an den Landungsbrücken, weil ich glaube, da ist dann auch irgendwann, ist das auch ein bisschen eng mit dem Tiefgang für die größeren Schlepper. Also da geht es dann wohl doch um einen Meter Unterschied. Ja, auch wenn du mal am Rhein stehst oder sowas, ja? Ja, was dann noch? Da musst du die Gedanken machen. Aber du musst ja nur jeden Leiter erwischen. Ja, genau. Ja. Was ich sagen muss, ist, dass mir die Fahrt mit der Cup San Diego von der Länge jetzt sehr gut gefallen hat. Von Cuxhaven hierher. Das stimmt. Das sind ja so rund 6 Stunden, glaube ich. Und es gibt unheimlich viel zu sehen. Man nimmt natürlich den interessanten Teil der Elbe mit. Man hat einiges an Schiffsverkehr, was einem entgegenkommt. Und dann natürlich hier die Einfahrt in Hamburg. Aber Hunger habe ich. Wir müssen gleich mal zur Schwester Hansen fahren. Die muss mal was Leckeres kochen. Denn durch die ganze Fotoaktion hier an Bord bin ich gar nicht richtig zum Essen gekommen. Das sind Paddy-Probleme. Das ist geil, oder? Ja, Brücke 9¾ Harry Potter. Das passt auch. Ich sprach doch von diesen Dingen, aber das sind die an der anderen Seite auch. Nee, das ging bei Feuerwehr. Ja, aber ich dachte, er muss hier anlaufen, dadurch geht er automatisch nach. Ja, aber das haben die hier doch nicht. Aber der fährt ja auch hier. Liegt doch da. Kommt der Willi? Ist das Willi? Ja, der wird eingezogen. Doch Mucke. Da ist doch Willi. Könnt ihr mal aufs AIS gucken, ob das Willi ist? Ja, und Willi hat Passagiere an Bord. Andreas, schwierig. Also die Cup San Diego, denke ich mal, dürfte Probleme haben, alleine zu drehen. Zumindest auf so einem engen Wendekreis. Pepsi, der Dreimaster, an dem wir vorbeigefahren sind, das ist die Rigma-Rigmas. Die fährt allerdings nicht mehr, das ist ein reines Museumsschiff. Und da hinten haben wir dann den Hansahafen mit dem Oswald Kai, wo gerade die, was ist sie denn? Great? Ich kann es gar nicht lesen. Ihr könnt das bestimmt lesen oder ihr könnt nachgucken, wer da liegt. Auf jeden Fall eine Grimaldi-Line.
reicht auch, wenn der von oben und auf den Boden fallen kann. Ja. Das ist laut so. Wir sind höher. Hier kann jeder, der jetzt auch nicht da. Da ist Willi. Den Motor, also von bis hier von ihm. Ja. Diesen knatterigen Motor. Es gibt da aber Stoff, du. Absolut. Absolut. Queen of Minion, ich danke dir vielmals für 7 Monate. Danke für deinen Sub. Und Kufoline, auch an dich ein Dankeschön. 3 Monate. Danke fürs Prime Sub. Ja, Willi hat sogar ein eigenes Emoji. Endlich können wir es mal wieder benutzen. Die Great Thema ist es. Ich hatte erst eben gelesen, die Great Temu. Naja, ist ja vielleicht ein bisschen was Wahres dran, ne? Obwohl mit den Schiffen kommt sowas nicht, oder? Nee, das ist... Ja gut, die, Du also weißt es ja Container hat sie ja auch, aber ich glaube nicht, dass die fahren nicht bis nach Asien. Die alte weiß ich nicht. Auf den anderen Schiffen sind wir damals nie gewesen. Wir sind in den Shop gemacht. Da kommen wir was zu gucken. Ja, wo ist der alte Hafen? Das ist auch alles. Da ist einfach so reingehen. Ja, genau. Was, Schwester Hansen, gehen noch einkaufen? Anja schreibt, es gibt gleich nur Salat, davon werden wir beide nicht wirklich satt. Du, ich verstehe ja nicht, wie es bei dir nur Salat geben kann. Wie schnell das Ruderboot bei dir war. Die sagt nicht, dass es gute Sachen bei ihr gibt, und weiß sie genau, dass du Also vorbeikommst. wir kommen heute Abend auf jeden Fall noch vorbei. Was hat das Ruderboot gesagt? Es ist nämlich Dienstag und ich finde, Dienstagabend ist ein ganz toller Abend für ein Stößchen. Wollen wir noch mal... Ach, guck mal, da sperren sie jetzt ab, da wo das Dockschloss ist, ne? Aber wir können, wenn wir auf dieser Seite bleiben, dann sehen wir ja gleich, wie das Schiff in den Dalben mit dem Dockschloss manövriert wird, oder? Ja. Ich glaube, das ist ganz interessant. Also die andere Seite könnten wir jetzt natürlich noch mal Elbphilharmonie gucken, aber ich würde mir das gerne mal angucken. Aber Elbphilharmonie haben wir doch eben schon gesehen. Eben, außerdem haben Vielleicht wir... gleich schon mal meine Tasche holen, meinst du? Ja, mach doch. Mach doch. Ja. Tinman 1012. Dankeschön für 10 €, damit Paddy und Tanja nicht verhungern. Vielleicht für eine Pommes mit Senf. Dankeschön, Opa. Jetzt habe ich aber richtig Hunger. Pommes mit Senf. Genau, der Stößchen-Dienstag. Wer kennt ihn nicht? Jürgen, danke dir für 19 Monate. Danke an Tanja, Paddy und an die Mods und alle fleißigen Helfer im Hintergrund. Danke dir. Wow, die Ledersau haut auch noch mal 10 € raus. Vielen Dank für den Superstream. Erinnert mich an meine erste Fahrt durch den NOK. Damals noch an einem Tag. Tschüss, bis zum 24. auf der Schahörn. Ist ja nicht mehr so lange. So. Ja, Chemie, Stößchen. Da ist schon wieder die blanke Nese. Willi! Ah, der hört das nicht.
Der Wind steht auch falsch. Der bläst nämlich mir genau entgegen. Aber letztendlich ist auch der Motor muss schon in der Mitte vom Schiff sein. Ne? Wahrscheinlich hätte er dann auch Probleme, uns zu erkennen, weil hier so viele Menschen jetzt an Bord stehen. Pack den Motor noch einmal da hinten. Ja, genau. Was liegt denn da gerade? Das ist ja interessant. Ist das ein Kran oder irgendwie so eine Art Kranaufbau? Da auf dieser Plattform? Seht ihr das? Was ist das denn? Also das Festmachen gucken wir uns aber noch an mit den Dockschlössern, oder? So viel Geduld habt ihr noch. Ja, Willi ohne Musik. Das ist so. Ich muss pfeifen. Nee, Isali. Pfeifen, dafür ist jemand anders im Hafen zuständig. Außerdem denkt Willi dann, dass ich Brigitte bin. Ja, hier gegenüber haben wir jetzt die Musical-Theater. MJ, das Michael Jackson Musical, daneben König der Löwen. Jürgen verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Jürgen, Dankeschön. Wow, Kerstin, eine Anzahlung fürs Abendessen. 20 €. Vielen, vielen Dank. Grüße nach Dänemark. Nein, Brigitte ist nicht dabei. Ja. Bitte? Ist das Elas, ja, da ist eine Elas-Barkasse. Tanja wieder. Tanja hat sie entdeckt. Wer ist denn das? Ist das Hiltrud? Könnte sein, oder? Könnte Hiltrud sein. Hier haben wir noch den Zyklop. Helga war es, nicht Hiltrud. Ich glaube, Helga ist die sie zuletzt modernisiert haben. Ich muss jetzt aber doch noch mal auf der anderen Seite gucken. Das dauert ja eh, bis wir da eingeparkt sind. Okay.
Ja, da müssen wir jetzt gleich rein. Und zwar rückwärts. Das machen aber die Schlepper. Oh, mein Gimbal meckert. Er will Strom. CNO, ja, Licht ist toll heute und weißt du, was das Beste ist? Die Cap San Diego durch ihre ganzen Aufbauten bietet halt auch immer wieder jede Menge Plätze an Bord, wo du dann etwas Schatten findest. Da ist nochmal die Rigmas. Ja, und jetzt geht es natürlich erstmal vorbei hier an der Einfahrt. Hinten ist der Saturnus dran. Der wird uns dann da rein schleppen. Lieblings-Chrissy, ganz, ganz lieben Dank für 200 Bits. Ja, da vorne wollen wir dann kobern. Also, ja, es ist also Elas sitzt ja quasi hinter der Überseebrücke. Also die ganzen Elas-Boote da, wenn ihr genau hinguckt, unter der Überseebrücke durch, da seht ihr ein paar von den Elas-Barkassen. Und wenn man da hinter der Überseebrücke hochgeht, da hat quasi dann auch Elas so einen Stand und so ein kleines Büro. Und von da aus wird dann gekobert. Sollten wir es schaffen, bis zum 15.09. die 50.000 Abonnenten auf YouTube zu knacken. Es liegt in eurer Hand. Stefan, 2 Schlepper sind dran. Also, meine ich ja. Ja doch, 2 Schlepper. Wenn wir gleich vorbei sind, dann wechsle ich nochmal die Seite. Da im Hintergrund der Michel, hinter der Rigmas. Ja. Was wolle? Dominik war auch, glaube ich, gerade wieder da. Dominik war da? Ja, Okay. aber mit der Altona. Ich weiß nicht, wo der... Ja. Er meldet sich ja nicht richtig an. So. Andreas Preuß, 5 €. Ausnahmsweise mal für Dingsbums und Gedöns. Ich danke dir. Danke, mein Lieber.
Dennis ist auch da. Epcam Dennis. Hat mich zweimal Moin. eingefangen mit seiner Kamera heute. Und der Fahne. Willst du unsere kleine Fahne noch mal zeigen? Irgendwer hatte doch auch noch mal danach gefragt. Ich habe die immer noch nicht fotografiert. Nee, dann lieber nicht zeigen. Ich muss die erst fotografieren und in den Shop stellen. Ach so, ja, also Hausort, schreibt es auch noch mal. Da kommt noch mal ein kleiner Schlepper. Der drückt uns dann in das Dockschloss bzw. an die Dalben mit den Dockschlössern. Ich glaube, das sind diese kleinen, wie Moorburg zum Beispiel. Moorburg ist so ein kleinerer Schlepper. So, da haben wir den Saturnus. So, da oben ist der Kapitän. Das ist geil, das war der Song. Aber bestimmt der Boss jetzt, oder? Tor 3. Interessant finde ich, dass es dann doch vom Manöver her eine ziemlich flüssige Bewegung ist. Also halt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, komplett Stopp, sondern das ist schon so in einem Rutsch, natürlich langsam, aber geht dann doch sehr smooth rein. Ja, der Saturnus war, glaube ich, auch mal ein ehemaliger Bugsierschlepper. Den haben sie dann komplett entkernt. Also der ist ja in seiner Ursprungsform, Baujahr 1978, aber der wurde halt mal irgendwie komplett entkernt und neu aufgebaut. Da hinten sieht man auch schon die Dalben, wo wir ran müssen. Ja, die zwei, die jetzt in der Mitte vom Bild sind.
Ach, Haus Ort fährt selber als Maschinist mit hier. Auf der Cap San Diego. Ja, liebe Grüße. Ja, hier liegen auch die Zollboote, Övel, Gönne und Erikus. Schwester Hansen verabschiedet sich auch schon wieder. Ach, die muss ja noch einkaufen. Ja, Meinst wenn du du nicht? noch vorbeikommen willst, ja. Aber die hatten 18 Uhr fest gesagt. Ich finde, das Timing ist Hatten ziemlich wir nicht gut. 17 Uhr fest? Ich meine 18 Uhr war fest angesagt. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. Ich finde es übrigens auch sehr dekadent, wenn man dann die richtige Position hat, um hier mit dem Auto unten auf den Anleger zu fahren. Das ist auch ein komisches Gefühl. Du musst doch da vorne die Landungsbrücke runter mit dem Auto, oder? Überseebrücke, ja. Ja, genau, ja. da fährst du durch. Da gehe ich ja lieber zu Fuß runter. Ja, noch ein paar Meter und dann drücken und nach Möglichkeit treffen. Ja klar, jetzt kann natürlich auch können die Schlepper vorne und hinten natürlich nicht mehr das Schiff weiter an die Kaikante ziehen. Die können jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit drücken, müssen aber natürlich auch gucken, dass wir die Schlösser treffen. Deshalb macht das natürlich absolut Sinn, dass da jetzt noch ein dritter Schlepper kommt, der von der Seite drückt. Das hier sind halt diese Dalben. Und da sieht man halt auch, dass die natürlich entsprechend so ein paar kleinere Macken haben. Denn da geht es halt mit jeder Ebbe runter und mit jeder Flut wieder rauf. Ja, Sir, wie kommt da ein Auto hin? Es fährt. Es fährt einfach. Also du kannst die Überseebrücke kannst du mit dem Auto langfahren. Und da stehen ja noch mehr. Also, wenn ihr mal genau hinguckt, da stehen ja noch ein paar. Unter der, das ist dieser Turm, worüber man auf die Cap San Diego kommt. Also quasi hier das Ponton-Gegenstück zur Gangway. Die Schlosser auf dem Schloss hier. So, ein kleines Stückchen müssen wir noch zurück.
ja. Ist er drin? Ja, jetzt muss er noch mal ansetzen. Hinten sind wir etwas näher dran. Ja. Ja, das ist mit Leinen natürlich deutlich einfacher. Ja, solche Manöver auf engstem Raum, die sind natürlich nicht so einfach, denn einfach jetzt mal zu sagen, ein Schiff dieser Größe einfach nur mal 2 Meter vor oder zurück und dann aber auch sofort wieder zu stoppen, das ist gar nicht so einfach, denn wenn das erstmal in Bewegung ist, braucht es natürlich auch immer einen kleinen Moment, bis es wieder steht. Na, guck mal, könnte sein, dass wir andere Seite schon einlochen. Ja. Nicht, dass die Gäste hier gleich noch klatschen. Wie im Flugzeug. Ja.
Schetheit. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. (13 Monate schon. 13 Monate, danke, danke. Ja, passt alles. Achtung, hier eins mit den Taschen. Ja. So. Und jetzt noch die Schlösser zubekommen. Das wird mit dem Bordkran gemacht, ne? Also der schwenkt rüber und macht so das Schloss zu. Die stehen auf meiner Tasche. Habe ich. Jawohl, der ist drin. So, jetzt fehlt nur noch der Sicherungsbolzen. Ja, ist natürlich vom Manöver her deutlich aufwendiger, aber hält dann auch besser. Und ich denke, wenn das Schiff jeden Tag an- und ablegen würde, würde man sich nicht für so eine Lösung entscheiden. Aber in dem Fall. Da muss er noch näher ran. auszubringen, sodass Sie von Bord gehen können. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute den Tag verbracht haben mit Ihrer Fahrt. Haben Sie auch einen wertvollen Beitrag zum Erhalt des Schiffes geleistet. Auch wenn Sie überwiegend ehrenamtlich betrieben wird, so auch unverschämt. Alles gut fertig geworden? Alles gut, ja. Ja. Hat ja prima geklappt hier, ne? Ja, ausgezeichnet. Also das ist ganz unterschiedlich. Von verschiedenen Faktoren abhängig, auf Wind, Strömung, Glück. Wir haben auch schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit mehreren Versuchen immer wieder mal probiert. Das war doch jetzt eine Super Sache. Super Sache. Ja. Ja, hat auch gut geklappt. Ja, ne? Der ganze Tag. Ja. Weißt du zufällig, wie tief diese Dalben verankert sind? Nein, Auch nicht. keine Ahnung. Aber bestimmt, Auch kein bestimmt Gefühl. 10 Meter oder also können die, also weil die Frage hier gerade im Chat war, nee, also ich weiß es auch nicht. Die werden schon einige Meter weit tief sein. weiter, tief. Ja, aber ich habe da kein Gefühl. Ich würde jetzt aus dem Stand sagen, bestimmt 10 bis 15 Meter. Sind auch die hier, ne? Die ursprünglich, ne? Ja. Das was wir jetzt speziell hören, die sind ja nur für uns. Ja, Und je höher, desto größer der Hebel an dazu. natürlich, ja.
Na dann, sind wir mal gespannt, welche Fotos zurückkommen. Ja. Was wird zu sehen bekommen, ne? Nein, ich schicke die alle rüber die Tage und dann könnt ihr euch die angucken. Ja? Alles klar. Keine gute Weiterreise. Wie Jo, geht's weiter? danke dir. Wie geht's weiter? Ja, wir sind hier. Wir fahren jetzt gleich nach Hause, wir kommen aus Hamburg. Ach, ja dann. Na? So, wollen wir mal irgendwie darüber hier? Dann können wir da einmal. Schönen Abend noch. Jo, tschüss. Hier geht nämlich jetzt das Gedränge los, weil jeder als erstes von Bord möchte. So. Also, wir sind angekommen, ihr Lieben. Jetzt aber noch mal hier auf die andere Seite. So, da sind wir. Warte mal, ich habe doch hier noch so einen Auszieh. Oh, ist ja Hebel. tricky. Das ist ja tricky bei Ich dir. habe so Du. einen Auszieh. Ist das ein Selfie-Stick? Ja, das ist ein Selfie-Stick, ganz genau. Ja, ihr Lieben, Mensch, wir sind angekommen. Das war doch eine tolle Fahrt, oder? Absolut. Einmal Kann ich nur Cuxhaven, empfehlen. Hamburg mit der Cup San Diego. Kann man nur empfehlen. Also ist auf jeden Fall eine schöne Tour. Ich finde vor allem die Länge richtig gut. Klar, das Wetter haben wir natürlich mega Glück gehabt heute. Also für alle, die das nicht mitbekommen hatten, wir waren an Bord in erster Linie, weil wir ein paar Fotos gemacht hatten für die Crew und haben dann den letzten Teil so kurz vor Wedel gesagt, wir machen noch einen kleinen Stream. Haben wir Conny noch getroffen. Also Hörner gab es ohne Ende, noch ein kleines Schlepperballett. War eine richtig runde Sache. Absolut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz, ganz lieben Dank für den Chat. Vielen Dank natürlich auch wieder für die ganze Kanalunterstützung und natürlich an unsere lieben Moderatoren, die uns wieder Herzlichen Dank. unterstützt haben. Extra Danke, früher danke. Feierabend gemacht haben. Oh, ja. Ne? Und während der Arbeit einfach auch noch dabei waren. Also, Ja, und Schwester Wahnsinn. Hansen, wir kommen gleich. Ich hoffe, du hast eingekauft. Ansonsten bestellen wir was. Ne? Besser ist das. Gut, ihr Lieben, das war's von Hamburg Hafen Live. Ich würde sagen, over and out. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.